Herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps, Zeus, mit dem Add-on Herrscher von Atlantis, Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir starten ein neues Abenteuer, nämlich Athen im Wandel der Zeit. Führen Sie Athen von seinen frühesten Anfängen durch Kriegszeiten bis ins goldene Zeitalter. Dieses Abenteuer besteht aus 8 Episoden, ist sehr lang und stellt eine mittlere Herausforderung dar. Ja, hört sich vielsagend an und wir starten mal direkt die erste Episode. Die Gegend hier ist einsam und kahl, aber so ist nun mal das meiste Bergland in Griechenland. Um eine Stadt zu bauen, ist es hier so gut wie an jeder anderen Stelle und Ihr guter Freund Theseus kann Ihnen helfen. Er ist in Attika unterwegs, besucht andere kleine Städte in der Region und überzeugt sie, sich unter ihre Fittiche zu begeben. Obwohl die Stadt Athen selbst keine Ressourcen für eigenen Wohlstand hat, kann sie zu einer mächtigen Stadt heranwachsen, wenn sie mit ihren Nachbarn verbündet ist. Es gibt nur ein Problem, wenn man Land in Attika fordert. Minos, König von Knossos und Herr des Minotauros, nennt dieses Land sein eigen und wird es nicht gern sehen, wenn jemand versucht, eine neue Stadt darauf zu bauen. Die erste Episode unseres Abenteuers Athen im Wandel der Zeit trägt den vielsagenden Titel Schwerer Beginn. Ja, wir werden auf kargem Boden eine Stadt gründen müssen und werden mit dem König Minos einen Feind haben, der es nicht gern sieht, dass wir in Attika unsere Stadt gründen werden. Die Ziele sind 12 Stränge Wolle und 12 Körbe Fisch für die Kolonie zur Verfügung zu stellen und 500 Personen in einer Wohnung der Kategorie Haus oder besser zu beherbergen. Ja, und dann würde ich sagen, schauen wir uns die Karte doch mal direkt an. Wir gehen wieder obligatorisch in den Pausenmodus und verschaffen uns einen kurzen Überblick hier über die Minimap. Ja, wir haben hier tatsächlich ein Wegesystem schon, ein Weg, was von Westen nach Osten geht und hier geht ein Weg Richtung Norden. Ja, ganz im Westen haben wir so ein großes Bergmassiv. An dem Fuß dieses Bergmassiv haben wir Waldflächen. Ja, und man kann auch dieses Massiv begehen. Gehen wir weiter Richtung Norden, große Flächen und erst hier ganz oben im Norden, wo diese Straße endet, haben wir fruchtbares Gebiet und auch hier ein kleines Gewässer. Ja, gehen wir mal wieder Richtung Osten. Die Karte ist sehr groß, aber recht unfruchtbar. Erst wieder hier ganz im Osten haben wir ein Plateau, wo wir fruchtbares Gebiet wieder haben. Gehen wir mal hier Richtung Süden. Dann haben wir hier den Weg. Ja, und hier haben wir ein Gewässer, ein Fluss. Und ich denke mal, dass wir hier Seehandel betreiben können. Das Gewässer hat hier Anschluss an den Kartenrand. Das ist immer ein sicheres Zeichen, dass wir hier Seehandel betreiben können. Ja, und dann kommen wir hier wieder zurück. Ja, dann schauen wir mal, was wir alles so produzieren können. Es wird nicht viel sein, wie uns schon prognostiziert wurde. Bei Landwirtschaft haben wir nur die Viehzucht und dort haben wir nur die Käsereien. Gewerbe haben wir nichts. Wir haben keine Handelspartner. Ja, bei Gesundheit und Sicherheit können wir alles bauen. Wir können keinen Stadtpalast und auch keine Brücke bauen. Bei der Kultur haben wir nur Philosophen und Theater. Mythologie ist nichts, Militär ist nichts und bei der Verschönerung haben wir nur Parkanlagen und Gartenhäuser. Ja, das ist nicht sehr viel. Wir gucken aber trotzdem kurz mal auf die Weltkarte. Athen ist hier und es besteht tatsächlich ein Verbündeter, nämlich Korinth, der aber keinen Handel mit uns treibt. Das gleiche gilt für Sparta. Sparta handelt auch nicht. Delos ist ein Rivale. Knossos, haben wir gerade schon gehört, ist ein Rivale, der auch böse ist. Das heißt, da werden wir wohl die ersten Angriffe zu erwarten haben. Ja, dann haben wir ganz viele kleinere Städte, die wohl im Laufe unserer Kampagne dann mit uns entweder als Verbündeter oder als Rivale in Kontakt treten werden. Hier an der Küste von Kleinasien haben wir noch Sardis als Rivale und
Hattusas. Gut. Handeln können wir nicht. Was ist nun der Plan? Die große Frage ist natürlich, wo fange ich an zu siedeln? Wie werde ich meine Stadt weiterentwickeln? Wir haben ja hier das fruchtbare Gebiet und ich denke mir mal, wir werden hier mit der Nahrungsmittelproduktion beginnen. Das bedingt, dass wir hier unser erstes Wohngebiet errichten. Wir werden dann hier ein großes Handelszentrum und Versorgungszentrum einrichten, ja, und werden uns dann Richtung Osten mit der Stadt weiter ausbreiten. Ja, klingt nach einem guten Plan und wir werden das erste Wohngebiet jetzt mal vorkonzipieren. Und in der Zeit erzähle ich wieder ein paar Informationen über unser neues Abenteuer, nämlich über das antike Athen. Die ersten Anzeichen einer Besiedelung Athens im Bereich der Akropolis, also dem Burgberg der antiken griechischen Stadt, gab es bereits 5000 bis 3000 vor Christus. Unser Abenteuer beginnt 800 vor Christus. Eine Zeit, in dem Athen von Monarchen, Adelsgeschlechtern oder sogar einem Tyrannen beherrscht wurde. Die Stadt erlebte nach einem wirtschaftlichen Niedergang in dieser Zeit eine Erholung der Wirtschaft. Durch den Zugang zum Meer und den Ausbau des Hafen Piräus erlangte Athen weiter Wohlstand und Vorteile gegenüber seinen Rivalen wie zum Beispiel Theben oder Sparta. Dieses führte allerdings zu immer wiederkehrenden Spannungen. Mit den kleistdynastischen Reformen um 510 v. Chr. begann der Prozess der Demokratisierung und der Beginn der klassischen Zeit. Weitere Gesetze festigten die Demokratie und verhinderten den Rückfall in eine Monarchie oder Aristokratie. Der bekannteste Politiker dieser Zeit war Perikles. In diesem Zeitraum, also 500 v. Chr., fallen auch die Perserkriege. Mehrere Schlachten wurden gegen die Perser ausgetragen, darunter auch die berühmte Schlacht bei Marathon und den bis heute bekannten Marathonlauf. Zum Schluss unterlagen die Perser und das goldene Zeitalter für Athen brach an. Eine Blütezeit in Kunst, Literatur, Architektur, Philosophie und Mathematik. Berühmte Menschen wie Sophokles, Herodot oder auch Sokrates lebten und wirkten in Athen. Circa 40.000 Einwohner zählte Athen im 4. Jahrhundert vor Christus. Mit der Gründung des Attischen Seebundes hatte Athen die führende Rolle über die Verwaltung weite Teile Griechenlands und galt als stärkste Seemacht. Dieses führte wiederum zu Spannungen mit anderen Stadtstaaten, vor allem mit Sparta und Korinth. Dieses führte zu dem Peloponnesischen Krieg, den Athen letztendlich verlor und die Auflösung des Seebundes zur Folge hatte. Neben den Persern, die immer wieder Athen herausforderten, wurde auch Makedonien immer stärker. 229 v. Chr. Verlor Athen endgültig seine Souveränität und Autorität an Makedonien. So viel in Kurzform zur Geschichte Athens in dem Zeitraum, wo unser Abenteuer spielt. So, wir haben unser erstes Wohngebiet jetzt hier konzipiert. Es gibt wieder eine neue Bauform. Und wir können jetzt die ersten Parzellen ausweisen. Wieder müssen wir aufpassen, dass wir keine Alleen bauen können. Deswegen können wir nur die Bereiche parzellieren, wo wir keine Alleen momentan brauchen. So, das können wir so entsprechend parzellieren. Ja, und wir können jetzt den Pausenmodus aufheben, wieder hier bei Gewerbe auf die Lupe, bei Gesundheit und Sicherheit die Priorität der Arbeitsverteilung auf Hoch stellen. Ja, und dann warten wir jetzt mal auf unsere neuen Bürger. So, wir sollten aber natürlich hier eine Sperre errichten. Ja, unsere Siedler wandern hier von Westen über diese Straße ein und machen sich jetzt hier auf den Weg über dieses Felsmassiv hier in unsere Stadt. Die ersten Parzellen sind besiedelt. Wir haben sogar einige Arbeitslose. Wir beginnen sofort mit der Nahrungsmittelproduktion. Es ist ja auch das Einzige, was wir produzieren können, nämlich Käse. Ja, Knossos wird feindselig, das war zu befürchten. Da werden wir wohl
mit Angriffen zu rechnen haben. Wir warten mal ab. Ja, hier werden wir unsere Käsereien aufbauen. Nochmal in dem Pausenmodus. Wenn wir hier unsere fruchtbaren Gebiete haben, ich würde mal sagen, wir beginnen mit, ja, ich würde mal sagen, bauen wir mal 3 Käsereien und natürlich das Architekturbüro. Und dann bauen wir aber auch direkt hier ein Silo auf, welches den Käse direkt aufnehmen kann. So, diese Straße brauchen wir nicht. Die kann komplett weg. Und dann können wir jetzt hier unsere Ziegen hier entsprechend auf die Weide setzen. Dafür müssen wir den Pausenmodus wieder deaktivieren. So, dann. Na, haben doch hier genug fruchtbares Gebiet. Haben schon genug Ziegen, okay. So, dann brauchen wir natürlich hier noch eine Sperre. Na, machen wir es mal so, dann können wir nachher hier nochmal eine Käserei bauen. Ja, das mit dem Käse dauert jetzt natürlich ein bisschen. Und wir brauchen auch 25 Arbeiter, aber da sehen wir ja schon wieder neue Bürger in unserer Stadt. Wir werden nämlich jetzt gleich hier das Silo zur Versorgung unserer Stadt bauen. Wir noch ein bisschen warten. Thermopyle, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, blüht und gedeiht. Können wir mit dieser Stadt Handel betreiben? Thermopyle. Ein Verbündeter kauft Weizen und Oliven und verkauft Fisch. Ne gut, damit können wir gar nichts anfangen. Und wir haben mittlerweile schon 100 Personen in unserem Frühstadion der Stadt Athen. Ja, unsere Produktion für Käse dauert natürlich ein bisschen jetzt hier. Aber ich sehe, wir haben eine wirklich üppige Stadtkasse von 13.511 Drachmen. Das ist nicht schlecht, aber wir können auch nichts erwirtschaften, weder Handel noch Steuern. Tja, ich stelle gerade fest, ich hätte meine Ziegen ja ein bisschen näher an den Käsereien platzieren können. Ne? Aber das werden nicht die einzigen Käsereien sein, dann haben wir noch genügend Platz für weitere Herden. Ja, und wie ich befürchtet habe, Knossos will uns vernichten. Man greift uns an und wir haben eigentlich nur die Möglichkeit, den Feind zu bestechen, weil wir haben noch keine Soldaten und unterwerfen geht ja überhaupt nicht. Also Bestechung mit 750 Drachmen und nochmal mit einem Drachmen. Ja, wir haben die Invasoren bestochen. Ja, und wir kriegen die Mitteilung, dass Marathon blüht und gedeiht. Ja, nochmal. Okay, das war ein Doppelangriff gewesen. Ja, Marathon ist auch ein Verbündeter, kauft Wolle und Olivenöl und verkauft uns Weizen und Wein. Gut, können wir auch keinen Handel mit betreiben. Wir haben nur Käse, der jetzt allmählich auch mal hergestellt werden kann. Ja, kaum haben wir die Invasoren bestechen können, schickt uns der König von Knossos seinen Minotaurus in die Stadt. Ja, hier haben wir den Minotaurus, der jetzt hier sein Unwesen treibt. Alle, die sich in der Nähe des Minotaurus befinden, werden von ihm getötet. Das heißt, auch hier unsere Ziegen leben etwas gefährlich hier. Das müssen wir weiter beobachten. Ja, und ich sehe gerade, dass die erste Ziegenmilch endlich zu unseren Käsereien gebracht werden und auch der erste Käse jetzt im Silo ist. Ungeachtet des Minotaurus, der jetzt, glaube ich, jetzt gerade eine Ziege töten wird. Oder? Doch nicht. Glück gehabt. Werden wir jetzt hier unser Silo bauen. Das kann jetzt hier hin. So, dann brauchen wir ja auch nochmal eine Sperre. Und wir brauchen natürlich hier auch nochmal ein Architekturbüro. Ja, das weiß ich. So,
Und dann können wir den Lebensmittelhändler auf unsere Agora etablieren und dann kann hier die Entwicklung in unserer kleinen Siedlung auch weitergehen. Na, hier muss aber glaube ich auch noch eine Sperre hin, oder? Ja, ich denke schon. Machen wir die mal noch hier hin. Sonst läuft der Ärmste ja bis hier oben hin. So, das Silo werden wir direkt so einstellen, dass jetzt Fisch kann angenommen werden und Käse wird gefordert. Da macht sich der Karrenschieber schon auf den Weg. Weil der Weg ist ein bisschen zu weit, um hier an dieses Silo den Käse zu holen. Ja, und der Minotaurus ist hier noch beschäftigt. Wir müssen ab und zu wirklich gucken, ob wir noch genug Ziegen hier haben. Ja, und Thermopyle verkauft mehr Wolle. Das ist sehr nett. Die Wolle werden wir bei ihm auch kaufen, weil er ist im Moment der einzige Handelspartner, der uns Wolle verkaufen wird. Aber jetzt müssen wir erstmal Nahrungsmittel unseren Bürgern zur Verfügung stellen. Ja, und der erste Käse wird zu unserem Silo gebracht. Sehr gut, dann kann sich jetzt unsere Marktfrau da auch bedienen. Da ist sie schon auf dem Weg. Ja, sehr gut. Die Entwicklung geht weiter. Neue Bürger können jetzt in unsere Wohnhäuser einziehen. Und wir werden mit dem Bevölkerungsschub weitere Käsereien aufbauen. Ja, und da kommen auch schon unsere neuen Bürger. Wie sieht der Arbeitsmarkt denn aus? 27 Arbeiter brauchen wir. Ja, bevor wir jetzt weitere Käsereien bauen, sorgen wir für etwas Kultur. Wir errichten das Podium, das kann hier hin. Und die Philosophenschule kommt hier hin. Ja, das ist mir klar. Aber geht die Entwicklung hier nämlich direkt weiter. So, was brauchen wir denn? Ach ja, das haben wir ja bald schon aufgefüllt. Gleich wird der Philosoph hier schon die Straßen entlang gehen. Und wir sind beliebter als türkischer Honig. Na, wenn das kein Kompliment ist, unsere Beliebtheit ist super. Oh, wir bekommen eine Forderung von Thermopyle. Und zwar werden hier 7 Kisten Nahrung gebraucht in 9 Monaten. Ja, okay. Da kommt gerade wieder jede Menge Käse. Ja, und wir haben auch Arbeitslose und der Philosoph macht sich auf den Weg zu unserem Wohngebiet. Ja, und da sehen wir schon, wie sich die Wohngebäude weiterentwickeln. Ja, starten wir hier die weitere große Käseproduktion. Dann bauen wir mal direkt nochmal 3 Käsereien und jede Menge Ziegen. Diesmal etwas mehr. So, da haben wir genug. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu nah hier am Minotaurus. Es geht noch. So, wir können die Forderung auch erfüllen. Verschicken wir sofort. Dann bauen wir die Straße hier schon mal weiter. Nein, nicht dort. Hier. Wie gesagt, hier möchte ich meinen großen Handelsposten haben. Ja, wir bekommen die Mitteilung, dass Marathon ein Vasall von uns werden möchte. Das ist natürlich schön. Marathon wird uns 400 Drachmen jährlich als Tribut zahlen. Sehr schön. So kriegen wir wenigstens etwas an Geld. Ja, und wir haben auch schon wieder Arbeitslose. Dann werde ich jetzt erstmal die Klinik bauen. Die kommt hier hin. Ja, und dann können wir noch weitere Käsereien bauen. Das ist tatsächlich das Einzige, was wir im Moment machen können. Käse, Käse, Käse. Nochmal 2 Käsereien. So. Ja, damit können wir aber jetzt jede Menge Käse produzieren. Wir können den Käse eigentlich nur unseren Verbündeten und Vasallen
schenken, weil handeln können wir damit nicht. Aber jetzt müssen wir erstmal unsere Bevölkerung versorgen damit. Tja, wir brauchen 12 Stränge Wolle und 12 Körbe Fisch für die Kolonie und wir müssen 500 Personen in einer Wohnung der Kategorie Haus beherbergen. Das heißt, wir müssen nachher auch Wolle einkaufen, um hier aus der Karte ein Haus entwickeln zu lassen. Ja, Thermopylae schätzt uns mehr, da wir die Nahrungsmittel zur Verfügung gestellt haben. Das ist sehr schön. Wir werden jetzt hier schon mal ein Warenlager bauen. Und zwar hier. Das kann nachher Wolle aufnehmen. So, und dann werden wir das so machen. Dann führen wir das hier so weiter. Und hier. So. Dann müssen wir nur die Sperre hier versetzen. Die kommt dann hier hin und die Sperre muss natürlich auch versetzt werden. Nämlich so. Ja, ich schaue noch mal eben kurz, wer Wolle verkauft und das ist Thermopylae. Okay, dann sollten wir da schon mal den Handelsposten für bauen. Ja, den können wir hier hinbauen. Und dann könnten wir schon mal Wolle einkaufen. Ach nee, da warten wir jetzt noch ein bisschen mit. Genau, wir benötigen Mitarbeiter. Okay, dann brauchen wir jetzt doch Wolle. Dann kaufen wir jetzt mal 6 Einheiten. Naja gut, unser Handelspartner verkauft ja nicht so viel Wolle im Jahr. Aber für den Anfang reicht das. Ja, und Thermopylae wird Vasall. Das ist ja auch schön. Und dieser Vasall wird uns Fisch als Tribut zahlen, nämlich 6 Körbe. Oh, das ist gut. Dann können wir den Fisch schon mal für die Kolonie zur Verfügung stellen. Ja, nehmen wir an. Ja, und die Drachmen nehmen wir auch an. Ja, Nahrungsmittel sind jetzt auch wieder im Silo. Ja, und da sehe ich schon unseren Handelspartner von Thermopylae. Unsere Reise war lang und beschwerlich. Was haben Sie für mich? Wolle kannst du uns verkaufen. Ja, da wird sie auch eingekauft. Sehr gut. Dann etablieren wir sofort den Wollhändler. Ja, und dann macht er sich auch schon direkt auf den Weg. Ja, und unsere Gebäude entwickeln sich weiter. Jetzt haben wir das Haus, was wir brauchen, um das Ziel zu erreichen. Aber diese Gebäude können sich nicht weiterentwickeln, da die Attraktivität zu niedrig ist. Na ja, gut, dann müssen wir jetzt hier Parkanlagen bauen. Das können wir ja hier machen. So. Dann entwickeln die sich auch weiter. Da sieht man es. Wunderbar. So, wir werden jetzt den Fisch schon mal hamstern, weil ich denke mal, wir produzieren so viel Käse, das reicht, um unsere Bevölkerung zu ernähren. Und dann brauchen wir aber hier ein Limit, was Käse betrifft. Dann machen wir jetzt mal nur 20. Weil wir brauchen 12 Körbe Fische. Okay. Ja, ich hoffe, das reicht an Wohngebäuden, um unser Ziel von 500 Einwohner in dieser Kategorie zu beherbergen. Ja, Arbeitsmarkt sieht auch ganz gut aus. Da wandern ja noch neue Bürger wieder in unsere Stadt ein. Ich finde, das sieht alles gar nicht so schlecht aus. Ja, das Silo ist ja komplett voll. Allerdings habe ich hier vergessen, hier kann tatsächlich nur Käse eingelagert werden und kein Fisch. Gut, aber wir sehen, wir haben jede Menge Käse. Wir könnten mal ein paar Geschenke verteilen. Gehen wir mal auf die Weltkarte. Wen haben wir denn noch hier? Sparta ist erzürnt. Warum das? Okay.
Du kriegst schon mal Käse, ein großes Geschenk. Und Korinth ist auch erzürnt. Du kriegst auch ein großes Geschenk Käse. So, das reicht aber jetzt. Jetzt haben wir allen Käse wieder verteilt. Jeder, der nicht gut auf uns zu sprechen ist, kriegt Käse geschenkt. Und wir haben 500 Personen in unserer kleinen Siedlung namens Athen. Oh, eine Forderung von Knossos. Und zwar fordert Knossos 100 Drachmen. Ja gut, können wir ihm geben. Und Sparta dankt für das Geschenk, obwohl er es nicht brauchte. Egal. Und Korinth genau das gleiche. Aber Hauptsache, ihr seid nicht mehr erzürnt. Ja, Knossos schätzt uns mehr, da wir das Geld zur Verfügung gestellt haben. Naja, uns gibt ja nicht viel anderes übrig. So, schaut euch mal an. Sparta und auch Korinth sind erfreut. Thermopylae ist engagiert und Marathon ist treu. Das ist doch nett. Hat der Käse doch was gebracht? Sollen wir Thermopylae auch mal Käse schenken? Ja? Nein, können wir nicht. Wir haben zu wenig Käse. Naja, das wird sich ja bestimmt bald ändern. Aber wir haben immer noch recht viel Arbeitslose. Dann machen wir noch Folgendes. Wir bauen ein zweites Silo. Das kommt dann hier hin. Dann werden wir die Sperre jetzt hier versetzen. So, und dann bauen wir nochmal ein Architekturbüro hier auf. So, und hier werden wir jetzt auch den Käse holen. 20 und Fisch kann angenommen werden. 12 Einheiten. So, dann sollte das eigentlich jetzt alles gut passen. Ja. Obwohl Knossos uns schätzt, beginnt der König von Knossos eine neue Invasion auf unsere kleine Stadt. Diesmal müssen wir 1750 Drachmen zahlen. Na gut, uns bleibt nichts anderes übrig. Gut, haben wir bestochen. Naja, wir kriegen ja ein bisschen Geld von Marathon. So, das neue Jahr, wir kriegen Fisch von Thermopylae und das Geld von Marathon. Sehr schön. Ja, und mittlerweile haben wir die 500 Personen in der Kategorie Haus und wir haben die 12 Körbe Fische, die wir jetzt schon sammeln können. Sehr schön. Ja, und dann können wir auch den Fisch wieder nutzen. Bleibt jetzt nur noch die Wolle. Ja, und das neue Jahr hat ja begonnen. Das heißt, wir werden jetzt wieder 12 Einheiten Wolle einkaufen können. Und sobald diese im Warenlager zur Verfügung steht, können wir diese Episode schon abschließen. Ja, wir schauen noch mal ganz kurz hier nach unseren Ziegen und den Minotaurus. Müssen wir ein paar Ziegen neu setzen. Wir gucken mal eben. Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen drauf achten. Oh ja, da fehlen ja doch wieder einige. So. Ja, sieht ganz gefährlich aus. Wie er hier mit seiner Doppelaxt funkensprühend sein Unwesen treibt. Ja, da sehen wir jetzt, da wurde gerade eine Ziege ins Jenseits befördert. Die können wir mal direkt ersetzen. So. Ja, unser Händler aus Thermopylae verkauft uns gerade wieder Wolle. Und ich glaube, wir haben jetzt genug Wolle. Nein, uns fehlen noch 2 Einheiten. Okay, jetzt haben wir sie. Wahrscheinlich wurde gerade die Wolle vom Handelsposten in das Warenlager gebracht. Auf jeden Fall haben wir jetzt die 12 Stränge Wolle für die Kolonie, können wir sammeln und wir schließen die erste Episode unseres Abenteuers Athen im Wandel der Zeit erfolgreich ab. Trotz König Minos ist Athen auf dem Weg, eine große Stadt zu werden. Schon sehen sich mehrere kleine Städte in und um Attika als ihre Freunde oder haben sich ihrer Herrschaft unterworfen. Aber Athens Wachstum wird immer behindert sein, solange sie unter dem Joch des Minos ächzen.
Ja, der König von Knossos, Minos, wird uns weiterhin beschäftigen. Ja, und die nächste Episode trägt den Namen Die Fesseln werden abgeschüttelt. Recht vielversprechend, was uns da erwartet. Ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid und sage Tschüss, euer Dominus.